Lektion 1: Die Stadt erkunden. Es sollte ungefähr 10 Minuten zu Fuß dauern, um die meisten Sehenswürdigkeiten zu erreichen. Großartig! Ich gehe gerne spazieren und genieße die Sehenswürdigkeiten. Gibt es Sehenswürdigkeiten, die ich kennen sollte? Ja, es gibt eine wunderschöne alte Kathedrale mit komplizierten Buntglasfenstern. Kathedralen haben immer eine atemberaubende Architektur. Was gibt es sonst noch zu sehen? In der Mitte befindet sich ein historischer Stadtplatz mit einer berühmten Statue. Das klingt nach einem großartigen Ort, um ein paar Fotos zu machen. Es gibt auch einen bezaubernden Fluss, der durch die Stadt fließt. Spaziergänge am Fluss sind immer friedlich und entspannend. Entlang des Flussufers gibt es Wanderwege und Bänke. Es ist der perfekte Ort für ein Picknick. Wir sollten ein paar Snacks einpacken. Unbedingt. Ich sorge dafür, dass ich ein paar Leckereien mitbringe. Ich kann es kaum erwarten, mit dir die Stadt zu erkunden, Anna. Lektion 2: Besichtigungspläne. Hallo, Anna. Freust du dich auf unsere bevorstehende Reise? Unbedingt. Ich kann es kaum erwarten, neue Orte zu erkunden. Ich auch. Hast du irgendwelche Besichtigungspläne gemacht? Ja, es gibt ein paar Orte, die ich gerne besuchen würde. Wo gehen wir zuerst hin? Fangen wir mit dem berühmten Kunstmuseum an. Es hat eine beeindruckende Sammlung. Ich bin immer fasziniert von Kunst aus verschiedenen Epochen. Nach dem Kunstmuseum können wir den Botanischen Garten besuchen. Von wunderschönen Blumen und Pflanzen umgeben zu sein, klingt herrlich. Ich hoffe, das Wetter ist schön für ein erfrischendes Erlebnis. Was steht als nächstes auf unserer Liste? Lassen Sie uns das historische Viertel erkunden. Es ist voller malerischer Geschäfte und Cafés. Ein Spaziergang durch die alten Straßen klingt bezaubernd. Wir können auch das Heimatmuseum besuchen, um mehr über die Vergangenheit der Stadt zu erfahren. Es ist immer interessant, das lokale Erbe zu entdecken. Und um unseren Tag ausklingen zu lassen, können wir eine Bootsfahrt bei Sonnenuntergang entlang des Flusses unternehmen. Den Sonnenuntergang über dem Wasser zu beobachten wird atemberaubend sein. Machen wir das Beste aus unserem Sichtsee-Abenteuer, John. Lektion 3: Ideen für Brainstorming. Wir brauchen ein frisches Team für neue Ideen. Unbedingt. Das Einbringen neuer Perspektiven kann sehr vorteilhaft sein. In der Zwischenzeit sollten wir sicherstellen, dass eine kollaborative Umgebung aufrechterhalten wird. Das ist wichtig. Jeder sollte sich wohlfühlen, wenn er seine Gedanken teilt. Wir können regelmäßige Brainstorming-Sitzungen planen, um Ideen zu generieren. Es ist eine großartige Möglichkeit, die kollektive Kreativität des Teams zu nutzen. Wir sollten auch eine offene Kommunikation und aktive Teilnahme fördern. Auf jeden Fall. Jeder sollte sich bei Diskussionen wertgeschätzt und gehört fühlen. Manchmal finde ich, dass es hilft, eine Pause einzulegen und das Problem hinter sich zu lassen. Es kann eine neue Perspektive bieten und neue Ideen anregen. Wie viel Zeit sollten wir deiner Meinung nach für Brainstorming einplanen? Ich denke, 45 Minuten bis eine Stunde könnten ein guter Zeitrahmen sein. Das sollte uns genug Zeit geben, um verschiedene Möglichkeiten zu erkunden.
Normalerweise laufe ich 20 Minuten, aber ich bin offen dafür, meinen Zeitplan anzupassen. Lektion 4: Fitnessroutine. Hallo, Anna. Wie oft trainierst du? Ich versuche mindestens 3-mal pro Woche Sport zu treiben. Das ist eine gute Frequenz. Wie lange dauern deine Trainingseinheiten normalerweise? Manchmal mache ich 45 Minuten, je nach Art der Übung. Normalerweise strebe ich morgens einen 20-minütigen Lauf an. Laufen ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Herzfrequenz zu erhöhen und fit zu bleiben. Es ist praktisch und hilft mir, den Tag mit Energie zu beginnen. Nehmen Sie andere Übungen in Ihre Routine auf? Ja, ich mache auch ein paar Mal pro Woche Krafttraining. Das ist großartig. Es ist wichtig, sowohl an der Ausdauer als auch an der Kraft zu arbeiten. Ich stimme zu. Es hilft, die allgemeine Fitness und den Muskeltonus aufrecht zu erhalten. Und vergiss nicht, dich vor und nach dem Training zu dehnen. Dehnen ist entscheidend für die Vorbeugung von Verletzungen und die Flexibilität. Absolut. Bleiben wir bei unseren Fitnessroutinen, John. Lektion 5: Kochtipps. Achten Sie beim Kochen von Reisnudeln darauf, diese richtig einzuweichen. Absolut. Einweichen hilft, die Nudeln vor dem Kochen weich zu machen. Und pass auf, dass du sie nicht zu lange kochst, sie sollten bissfest sein. Durch Überkochen können die Nudeln matschig werden und ihre Textur verlieren. Es ist wichtig, die Anweisungen auf der Verpackung für die Garzeit zu befolgen. Und behalte die Nudeln immer im Auge, während sie kochen. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass sie auf die richtige Konsistenz gekocht werden. Spülen Sobald Sie 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 mit fertig kaltem sind, Wasser ab, lassen Sie sie damit sie nicht sofort abtropfen, zusammenkleben. um den Garvorgang zu stoppen. Und wenn Sie sie nicht sofort verwenden, gießen Sie sie mit etwas Öl ein. Auf diese Weise klumpen sie beim Abkühlen nicht zusammen. Denken Sie daran, dass das Kochen von Reisnudeln Liebe zum Detail erfordert. Lektion 6: Eine faire Vereinbarung aushandeln. Ich schätze Ihren Beitrag zum Verhandlungsprozess. Danke, John. Es ist wichtig, offene und ehrliche Diskussionen zu führen. Absolut. Unser Ziel ist es, eine faire Vereinbarung zu erzielen, die unseren beiden Bedürfnissen entspricht. Wir sollten die Interessen des anderen berücksichtigen und Gemeinsamkeiten finden. Es ist wichtig, einander zuzuhören und verschiedene Perspektiven zu verstehen. Konzentrieren wir uns darauf, für beide Seiten vorteilhafte Lösungen zu finden. Wir können Optionen ausloten und dabei Kompromisse vorschlagen. Es ist wichtig, eine respektvolle und kollaborative Atmosphäre aufrechtzuerhalten. Wir sollten bereit sein, Zugeständnisse zu machen und Win-Win-Ergebnisse zu erzielen. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir eine zufriedenstellende Einigung erzielen. Lassen Sie uns die Kommunikationswege offen halten und die Verhandlungen fortsetzen. Lektion 7: Ein Restaurant auswählen. Ich habe Lust, ein neues Restaurant auszuprobieren. Irgendwelche Empfehlungen? Nun, es hängt von Ihrem Budget ab und davon, welche Art von Küche Sie bevorzugen. Ich bin offen für verschiedene Optionen. Ich möchte einfach etwas anderes erkunden. Es Das gibt klingt ein interessant. trendiges neues Auf welche Fusionsrestaurant, Art von das Küche sind Sie großartige Kritiken spezialisiert? erhalten hat.
Sie bieten eine Mischung aus asiatischen und mediterranen Aromen und kreieren einzigartige Gerichte. Das klingt nach einem kulinarischen Abenteuer. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Stellen Sie sicher, dass Sie das Menü online überprüfen, um festzustellen, ob es Ihren Vorlieben entspricht. Gute Idee. Ich werde etwas recherchieren und sehen, ob es mit dem übereinstimmt, was ich mag. Und vergessen Sie nicht, Kundenrezensionen zu lesen, um sich ein Bild vom kulinarischen Erlebnis zu machen. Absolut. Es ist immer hilfreich, von den Erfahrungen anderer Leute zu hören. Genießen Sie Ihr kulinarisches Erlebnis im neuen Restaurant John. Lektion 8: Eine Pause machen. Ich habe ununterbrochen gearbeitet und brauche eine Pause. Es ist wichtig, Pausen einzulegen, um Burnout zu vermeiden. Mach dir keine Sorgen, einen Schritt zurückzutreten. Aber was ist, wenn eine Pause meine Produktivität oder den Fortschritt des Teams beeinträchtigt? Keine Sorge. Das Personal respektiert weiterhin Ihr Bedürfnis nach Ruhe und Verjüngung. Ich schätze, du hast recht. Es ist wichtig, der Selbstpflege Priorität einzuräumen. Absolut. Wenn Sie Pausen einlegen, können Sie neue Energie tanken und erfrischt zurückkommen. Ich werde sicherstellen, dass ich mit dem Team über meine Pausenpläne spreche. Das ist eine gute Idee. Transparenz und offene Kommunikation sind der Schlüssel. Ich werde auch sicherstellen, dass alle ausstehenden Aufgaben im Voraus delegiert oder bearbeitet werden. Auf diese Weise können Sie Ihre Pause einlegen, ohne sich Gedanken über unerledigte Arbeiten machen zu müssen. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung, Anna. Gern geschehen, John. Denk dran, es ist wichtig, auf dich selbst aufzupassen. Lektion 9: Ein Urlaubsziel auswählen. Ich denke darüber nach, einen Urlaub zu planen. Ich könnte Costa Rica oder Bali genießen. Beides klingt wunderbar. Wie schlägst du vor, dass wir uns zwischen den beiden entscheiden? Wir können Faktoren wie die verfügbaren Aktivitäten und die Reisekosten berücksichtigen. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Costa Rica ist bekannt für seinen Ökotourismus und seinen Abenteuersport. Ja, es bietet Möglichkeiten zum Wandern, Seilrutschen und Erkunden der Regenwälder. Bali hingegen ist berühmt für seine schönen Strände und seine lebendige Kultur. Es ist auch bekannt für seine Yoga-Retreats und spirituellen Erlebnisse. Wir sollten auch die Reisekosten und Visabestimmungen für jedes Reiseziel berücksichtigen. Das stimmt. Wir müssen sicherstellen, dass unser Budget den damit verbundenen Ausgaben entspricht. Zusätzlich können wir das Wetter an unseren geplanten Reisedaten recherchieren. Guter Punkt. Wir möchten sicherstellen, dass das Wetter für die von uns geplanten Aktivitäten geeignet ist. Lassen Sie uns mehr Informationen sammeln und gemeinsam eine fundierte Entscheidung treffen. Lektion 10: Schokoladenkekse teilen. Ich habe ein paar Schokoladenkekse gebacken und sie waren ein Hit. Oh, ich liebe Schokoladenkekse. Kannst du das Rezept mit mir teilen? Sicher. Es ist ein klassisches Rezept mit Butter, Zucker, Mehl und natürlich Schokoladenstückchen. Verwendest du spezielle Techniken, um sie besonders lecker zu machen? Ich kühle den Teig gerne vor dem Backen. Es hilft den Keksen, ihre Form zu behalten. Das ist ein toller Tipp. Ich werde es auf jeden Fall probieren, wenn ich sie backe. Und vergessen Sie nicht,
hochwertige Schokoladenstückchen für den besten Geschmack zu verwenden. Das behalte ich im Hinterkopf. Danke, dass du dein Rezept geteilt hast, John. Gern geschehen, Anna. Genieß die Kekse. Lektion 11: Unterkünfte buchen. Ich plane eine Reise und möchte die Verfügbarkeit sicherstellen, insbesondere in der Hochsaison. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist wichtig, Unterkünfte im Voraus zu buchen. Wie weit im Voraus empfehlen Sie, Reservierungen vorzunehmen? Das hängt vom Reiseziel und der Jahreszeit ab. Manche Orte füllen sich schnell. Sollte ich erwägen, direkt bei Hotels oder über Online-Reiseplattformen zu buchen? Beide Optionen haben ihre Vorteile. Online-Plattformen bieten eine Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten. Das behalte ich im Hinterkopf. Ich möchte sichergehen, dass ich Optionen zur Auswahl habe. Darüber hinaus kann dir das Lesen von Bewertungen früherer Gäste helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Guter Punkt. Es ist hilfreich, über die Erfahrungen anderer Leute Bescheid zu wissen. Vergessen Sie abschließend nicht, die Stornierungsbedingungen zu überprüfen, bevor Sie eine Reservierung vornehmen. Richtig, Flexibilität ist wichtig für den Fall unvorhergesehener Planänderungen. Lektion 12: Eine grüne Oase schaffen. Ich möchte meine eigene grüne Oase zu Hause schaffen. Das ist eine wundervolle Idee. Du bist willkommen. Es ist eine lohnende Erfahrung. Wie schlägst du vor, dass ich anfange? Gibt es Wählen Sie bestimmte zunächst Pflanzen, Pflanzen die Sie aus, die Anfängern in empfehlen? Innenräumen gedeihen und zu Ihrem Lebensstil passen. Spinnenpflanzen, Pothos und Schlangenpflanzen sind pflegeleicht und eignen sich hervorragend für Anfänger. Ich werde dafür sorgen, dass ich die bekomme. Irgendwelche Tipps zur Pflege von Zimmerpflanzen? Denken Sie daran, sie angemessen zu gießen, für ausreichend Sonnenlicht zu sorgen und gelegentlich zu düngen. Ich werde daran erinnern, sie regelmäßig zu gießen und geeignete Stellen mit ausreichend Sonnenlicht zu finden. Das ist ein guter Plan. Ihre grüne Oase wird Schönheit und ein Gefühl der Ruhe bringen. Ich bin gespannt, wie es meinen Lebensraum verändert. Danke, Anna. Gern geschehen, John. Viel Spaß bei deiner Reise in die Welt des Indoor-Gärtnerns. Lektion 13: Erste Schritte mit der Gartenarbeit. Ich möchte mit der Gartenarbeit beginnen. Ich brauche eine Schaufel, eine Hake, eine Gießkanne und ein paar Gartenhandschuhe. Das sind unverzichtbare Werkzeuge. Sie werden Ihnen helfen, Ihre Gartenreise zu beginnen. Wo schlägst du vor, dass ich diese Gartengeräte kaufe? Sie können in lokalen Gartengeschäften oder sogar auf Online-Marktplätzen nach einer großen Auswahl suchen. Sollte ich in hochwertige Tools investieren oder reichen einfache Tools für Anfänger aus? Es ist in Ordnung, mit grundlegenden Tools zu beginnen, aber die Investition in hochwertige Tools kann das Erlebnis angenehmer machen. Das ergibt Sinn. Ich möchte Werkzeuge, die lange halten und bequem zu bedienen sind. Es ist auch wichtig, die Art der Gartenarbeit zu berücksichtigen, die Sie planen. Für bestimmte Aufgaben können unterschiedliche Tools erforderlich sein. Ich werde das berücksichtigen und Werkzeuge auswählen, die meinen Gartenbedürfnissen entsprechen. Lektion 14: Die Nachbarschaft erkunden. Ich bin kürzlich in eine neue Nachbarschaft gezogen. Gibt es gute Restaurants in der Nähe? Das ist aufregend.
Ich bin mir sicher, dass Sie einige großartige Restaurants finden werden. Haben Sie Empfehlungen für bestimmte Küchen oder Arten von Restaurants? Das hängt von Ihren Vorlieben ab. Welche Art von Essen magst du? Ich bin offen dafür, verschiedene Küchen auszuprobieren. Es macht mir Spaß, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken. In diesem Fall schlage ich vor, die Einheimischen nach ihren Lieblingsplätzen zu fragen oder Online-Bewertungen zu überprüfen. Das ist eine gute Idee. Empfehlungen von Einheimischen zu erhalten, kann zu versteckten Juwelen führen. Wenn Sie die Nachbarschaft zu Fuß erkunden, können Sie auch Restaurants entdecken, die Sie sonst vielleicht nicht finden würden. Ich bin gerne spazieren gegangen, das klingt nach einer großartigen Möglichkeit, neue Restaurants zu finden. Absolut. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, in die lokale Kultur und kulinarische Szene einzutauchen. Ich freue mich darauf, einige köstliche kulinarische Erlebnisse zu entdecken. Danke, Anna. Gern geschehen, John. Viel Spaß beim Erkunden deiner neuen Nachbarschaft. Lektion 15: Empfehlungen für Brettspiele. Hast du in letzter Zeit lustige Brettspiele gespielt? Ja, habe ich. Du solltest Scrabble und Clue auf jeden Fall ausprobieren. Sie sind wirklich herausfordernd und unterhaltsam. Ich habe von Scrabble und Clue gehört, aber ich habe sie nie gespielt. Wie funktionieren sie? Sie klingen Scrabble ist ein faszinierend. Wortspiel, bei dem Ich mag Spieler mit Spiele, Hilfe die von den Geist Buchstaben anregen und Plättchenwörter Strategie auf einem erfordern. Brett erstellen. Clue ist ein Rätselspiel, Beide bei dem Spiele die werden Spieler auf jeden Fall herausfinden, deinen wer ein Wortschatz Verbrechen und deine begangen hat. Deduktionsfähigkeiten auf die Probe stellen. Sind sie für unterschiedliche Gruppengrößen oder besser für eine bestimmte Anzahl von Spielern geeignet? Scrabble kann mit 2 bis 4 Spielern gespielt werden, während Clue am besten mit 3 bis 6 Spielern gespielt werden kann. Das ist gut zu wissen. Ich kann sie mit Freunden spielen oder sie sogar alleine genießen. Unbedingt. Sie sind vielseitig und können stundenlange Unterhaltung bieten. Lektion 16: Den örtlichen Park erkunden. Ich habe kürzlich einen örtlichen Park besucht, und es war atemberaubend. Warst du dort? Hast du Park Ghoul auch erkundet? Es ist ein wunderschöner Park mit atemberaubender Landschaft. Ja, habe ich. Die natürliche Schönheit des Parks war faszinierend. Die ruhige Atmosphäre und das üppige Grün machen es zu einem perfekten Ort zum Entspannen und Erholen. Dem Hatten stimme Sie die ich voll und ganz Gelegenheit, zu. die Wanderwege oder Es fühlte bestimmte sich an wie eine Attraktionen ruhige im Park Flucht zu aus der erkunden? geschäftigen Stadt. Ja, ich bin gemütlich auf den Wanderwegen spazieren gegangen und habe die malerische Aussicht genossen. Der Park bietet eine wunderbare Gelegenheit, sich mit der Natur zu verbinden und ihre Wunder zu schätzen. Es ist toll, einen so atemberaubenden Park in der Nähe zu haben. Ich werde es auf jeden Fall wieder besuchen. Ich freue mich, dass es dir gefallen hat. Parks wie Park Ghoul bieten einen friedlichen Rückzugsort, den jeder genießen kann. Lektion 17: Reisetipps. Ich plane bald eine XXX. Reise. Irgendwelche Ratschläge zur sicheren Aufbewahrung wichtiger Dokumente auf Reisen? Das ist ein gutes Argument. Es ist wichtig, sie an einem sicheren Ort aufzubewahren. Was würden Sie empfehlen, um Dokumente unterwegs sicher aufzubewahren? Ein Reiseplaner oder eine sichere Tasche können nützlich sein, um Dokumente wie Pässe, Ausweise und Tickets aufzubewahren. Sollte ich sie immer bei mir haben oder im Hotel lassen?
Bewahren Sie sie am besten bei sich auf, am besten in einer Tasche, die Sie immer im Blick haben. Das ergibt Sinn. Ich möchte nicht riskieren, sie zu verlieren oder gestohlen zu bekommen. Erwägen Sie auch, digitale Kopien Ihrer Dokumente zu erstellen und diese sicher in der Cloud oder E-Mail zu speichern. Das ist eine großartige Idee als Backup. Das werde ich auf jeden Fall tun. Denken Sie daran, vorsichtig zu sein und sich Ihrer Umgebung bewusst zu sein, insbesondere in überfüllten Bereichen. Lektion 18: Erkundung der Unterwasserwelt. Ich habe gehört, dass das Schnorcheln in dieser Gegend fantastisch ist. Hast du es versucht? Definitiv. Schnorcheln ist eine wunderbare Möglichkeit, die farbenfrohe Unterwasserwelt zu erkunden. Welche Art von Meereslebewesen können wir beim Schnorcheln erwarten? Sie werden wahrscheinlich auf lebendige Korallenriffe, tropische Fische und vielleicht sogar Meeresschildkröten oder Rochen stoßen. Das klingt unglaublich. Ich freue mich darauf, die Schönheit unter der Oberfläche zu erleben. Oft werden Schnorcheltouren angeboten, bei denen erfahrene Guides Sie zu den besten Orten bringen können. Das ist toll zu wissen. Ich würde mich wohler fühlen, wenn ein Führer mich herumführt. Sie können Ausrüstung zur Verfügung stellen und für Ihre Sicherheit sorgen, während Sie die faszinierende Unterwasserlandschaft genießen. Ich kann es kaum erwarten, einzutauchen und die Wunder des Ozeans aus erster Hand zu erleben. Es ist ein unvergessliches Erlebnis. Genieße dein Schnorchelabenteuer. Lektion 19: Sicheres Verstauen in einem Hotel. Ich plane eine Reise und habe mich gefragt, ob die Aufbewahrung von Wertsachen in einem Hotel sicher ist. Keine Sorge, die meisten Hotels bieten sichere Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Sachen der Gäste. Das ist beruhigend. Wie funktioniert das? Habe ich Zugriff auf meine Artikel, wann immer ich sie benötige? Hotels stellen oft Safes oder Zimmersafes zur Verfügung, in denen Gäste ihre Wertsachen aufbewahren können. Das klingt praktisch. Muss ich mein eigenes Schloss oder meinen eigenen Schlüssel mitbringen? Nein, Sie erhalten einen eindeutigen Schlüssel, um auf Ihre Box zuzugreifen. Das Hotel wird ihn beim Check-in zur Verfügung stellen. Das ist praktisch. Es ist gut zu wissen, dass meine Sachen während meines Aufenthalts gut geschützt sind. Absolut. Es ist eine zuverlässige Methode, um Ihre wertvollen Gegenstände zu schützen und ihnen Sicherheit zu geben. Lektion 20: Expansion in internationale Märkte. Unser Geschäft lief vor Ort gut. Wie wäre es mit einer Expansion in internationale Märkte? Das ist eine tolle Idee. Der Einstieg in internationale Märkte kann neue Wachstumschancen mit sich bringen. Welche Schlüsselfaktoren sollten wir berücksichtigen, bevor wir global expandieren? Die Untersuchung der Marktnachfrage, der kulturellen Unterschiede und der gesetzlichen Anforderungen in den Zielländern ist unerlässlich. Ich stimme zu. Wir müssen die lokalen Gepflogenheiten und Vorschriften verstehen, um auf neuen Märkten erfolgreich zu sein. Es ist auch wichtig, unsere Produkte und Marketingstrategien an die internationale Kundschaft anzupassen. Auf jeden Fall. Wir sollten uns zum Ziel setzen, Mehrwert zu bieten und die spezifischen Bedürfnisse der Kunden in den einzelnen Märkten zu erfüllen. Darüber hinaus kann es von Vorteil sein, Beziehungen zu lokalen Partnern aufzubauen oder Mitarbeiter einzustellen, die mit dem Zielmarkt vertraut sind.
Eine internationale Expansion erfordert eine sorgfältige Planung und die Bereitschaft zur Anpassung. Es ist eine spannende Wachstumschance. Absolut. Es kann Türen zu einem breiteren Kundenstamm öffnen und uns helfen, auf dem globalen Markt erfolgreich zu sein. Lektion 21: Persönlichen Leidenschaften nachgehen. Ich habe in letzter Zeit darüber nachgedacht, einer persönlichen Leidenschaft nachzugehen. Es macht mehr Spaß, wenn es nur eine persönliche Leidenschaft ist, findest du nicht? Unbedingt. Wenn deine Leidenschaft etwas ist, das du für dich selbst tust, bringt das große Befriedigung. Es ist toll, etwas zu haben, das Freude bereitet, ohne externen Druck oder Erwartungen. Das ist verständlich. Wenn es nur zu deiner eigenen Erfüllung dient, ermöglicht es dir, dich frei auszudrücken. Exakt. Es ist eine Möglichkeit, ihre Interessen auszuloten und ihrer Kreativität ohne Einschränkungen freien Lauf zu lassen. Eine persönliche Leidenschaft kann auch eine dringend benötigte Flucht vor den Anforderungen des Alltags bieten. Es ist ein wunderbares Gefühl, in etwas einzutauchen, das man liebt, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Es kann eine Quelle der Verjüngung sein und eine Möglichkeit sein, inmitten der Hektik unseres Lebens ein Gleichgewicht zu finden. Ich freue mich, dass wir die gleiche Perspektive haben. Persönlichen Leidenschaften nachzugehen ist wirklich bereichernd. Lektion 22: Morgenmomente des Friedens. Ich finde, dass der frühe Morgen eine perfekte Zeit für Momente der Ruhe ist, bevor der Tag beginnt. Stimmst du nicht zu? Mir geht es genauso. Am Morgen herrscht eine Ruhe und Gelassenheit, die einen positiven Ton für den Tag setzt. Es ist eine Zeit, in der die Welt immer noch aufwacht und ein Gefühl der Ruhe in der Luft liegt. Das stimmt. Es bietet eine Gelegenheit zum Nachdenken, zur Dankbarkeit und zur Festlegung von Vorsätzen für den kommenden Tag. Ich genieße die Stille und Einsamkeit, die es mir ermöglicht, meine Gedanken zu sammeln und mich auf das vorzubereiten, was kommen wird. Es ist auch eine ideale Zeit für Aktivitäten zur Selbstpflege wie Meditation, Tagebuchschreiben oder einfach eine Tasse Tee zu genießen. Diese friedlichen Momente am Morgen helfen mir, den Tag mit klarem Verstand und friedvollem Herzen anzugehen. Es ist eine kostbare Zeit, um mit uns selbst in Kontakt zu treten, bevor die Hektik der Außenwelt die Oberhand gewinnt. Ich freue mich, dass wir den Wert dieser morgendlichen Momente des Friedens schätzen. Sie machen wirklich einen Unterschied. Lektion 23: Eine Party planen. Ich mag diese Ideen für die Party. Wo sollen wir hingehen, um dieses Partyzubehör zu finden? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir können in den Geschäften für Partybedarf in der Umgebung nachschauen oder sogar online nachschauen. Das ist ein guter Vorschlag. Ich denke, das Surfen im Internet bietet uns eine Vielzahl von Optionen zur Auswahl. Absolut. Online-Shops haben oft eine große Auswahl und bequeme Lieferoptionen. Haben Sie spezielle Websites im Sinn, auf denen wir Partyzubehör finden können? Es gibt beliebte Online-Händler wie Amazon und Party City, die eine große Auswahl an Partyzubehör anbieten. Das klingt praktisch. Wir können Ihre Websites erkunden und sehen, was Sie zu bieten haben. Darüber hinaus können wir auch lokale Partybedarfsgeschäfte in unserer Nachbarschaft besuchen, um eine persönlichere Note zu erhalten. Das ist eine gute Idee. Es ist immer schön, lokale Unternehmen zu unterstützen, wann immer dies möglich ist. Auf jeden Fall.
Möglicherweise haben Sie einzigartige und spezielle Artikel, die unserer Party eine besondere Note verleihen können. Ich bin froh, dass wir Optionen haben. Lassen Sie uns zunächst online suchen und dann bei Bedarf lokale Geschäfte erkunden. Lektion 24. Entscheiden, was bestellt werden soll. Es ist ein guter Tag. Irgendwelche Vorschläge, was man bestellen sollte? Wie wäre es, etwas Neues auszuprobieren? Wir können eine Küche entdecken, die wir noch nie probiert haben. Das klingt aufregend. Haben Sie eine bestimmte Küche im Sinn? Wir könnten thailändisches Essen probieren. Es ist bekannt für seine geschmackvollen und aromatischen Gerichte. Das ist ein toller Vorschlag. Ich habe gehört, dass die thailändische Küche eine gute Balance zwischen süßen, würzigen und herzhaften Aromen hat. Ja, das ist eine köstliche Kombination. Wir können Gerichte wie Pad Thai, Green Curry oder Tom Yum Soup bestellen. Ich mag den Klang davon. Lassen Sie uns einige lokale thailändische Restaurants in der Gegend erkunden und deren Menüs überprüfen. Das ist ein guter Plan. Wir können Bewertungen lesen und sehen, welche Orte sehr zu empfehlen sind. Sobald wir uns für ein Restaurant entschieden haben, können wir unsere Bestellung aufgeben und ein leckeres und abenteuerliches Essen genießen. Es ist eine unterhaltsame Art, etwas Neues auszuprobieren und unseren kulinarischen Horizont zu erweitern. Ich freue mich darauf. Lass uns ein thailändisches Restaurant finden und unsere Bestellung aufgeben. Lektion 25. Preiswertes Zubehör finden. Ich habe darüber nachgedacht, unserem Wohnzimmer ein paar preiswerte Accessoires hinzuzufügen, wie Kissen oder Teppiche. Was denkst du? Das ist eine tolle Idee. Accessoires wie Dekokissen und Teppiche können das Aussehen und die Atmosphäre eines Raums wirklich verbessern. Ich stimme zu. Sie können dem Raum Farbe, Textur und eine gemütliche Atmosphäre verleihen, ohne das Budget zu sprengen. Auf jeden Fall. Wir können in Geschäften für Wohnaccessoires oder sogar auf Online-Marktplätzen nach budgetfreundlichen Optionen suchen. Ich habe gehört, dass Secondhand-Läden und Secondhand-Läden auch eine Fundgrube für einzigartige und erschwingliche Accessoires sein können. Das stimmt. Gebrauchtwarenläden haben oft versteckte Juwelen, die unserer Inneneinrichtung Charakter verleihen können. Wir können auch DY-Projekte in Betracht ziehen, um unsere eigenen personalisierten Accessoires zu geringeren Kosten herzustellen. Das ist eine kreative Idee. Unsere eigenen Dekokissen herzustellen oder alte Stoffe für Teppiche wieder zu verwenden, kann ein lustiges Projekt sein. Das gefällt mir. Es verleiht uns eine persönliche Note und ermöglicht es uns, unsere Kreativität unter Beweis zu stellen. Lassen Sie uns verschiedene Optionen und Quellen erkunden, um die besten Angebote für preiswerte Accessoires für unser Wohnzimmer zu finden. Klingt nach einem Plan. Wir können damit beginnen, einige lokale Geschäfte zu besuchen und auf Online-Plattformen nach erschwinglichen Funden zu suchen. Lektion 26. Weitere Hilfe suchen. Hast du jemals darüber nachgedacht, wo wir mehr Hilfe für unser Projekt finden können? Das ist ein gutes Argument. Manchmal ist es von Vorteil, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn wir sie brauchen. In der Tat. Es kann uns Zeit und Mühe sparen, insbesondere wenn wir es mit einer komplexen oder unbekannten Aufgabe zu tun haben. Eine Möglichkeit besteht darin, Fachkräfte einzustellen, die sich auf den Bereich spezialisiert haben, in dem wir Hilfe benötigen. Das stimmt. Sie verfügen über das Fachwissen und die Erfahrung, um uns zu beraten und sicherzustellen, dass die Arbeit ordnungsgemäß ausgeführt wird. Wir können auch erwägen, Hilfe von Freunden oder Familienmitgliedern zu suchen, die über Kenntnisse oder Fähigkeiten in diesem bestimmten Bereich verfügen. Das ist eine tolle Idee.
Die Hilfe von jemandem, den wir kennen und dem wir vertrauen, kann den Prozess komfortabler und angenehmer machen. Darüber hinaus gibt es Online-Communities und Foren, in denen wir Fragen stellen und uns von Menschen mit ähnlichen Interessen oder Erfahrungen beraten lassen können. Das ist eine wertvolle Ressource. Wir können uns das kollektive Wissen einer Gemeinschaft zunutze machen und aus ihren Erkenntnissen lernen. Lassen Sie uns diese verschiedenen Möglichkeiten erkunden und die richtige Art von Hilfe finden, die unseren Projektanforderungen entspricht. Einverstanden. Es ist wichtig zu erkennen, wann wir Hilfe in Anspruch nehmen können und Maßnahmen zu ergreifen, um sie in Anspruch zu nehmen. Lektion 27: Pizzabelege. Ich habe heute Abend Lust auf Pizza. Für welche Beläge entscheidest du dich normalerweise? Normalerweise esse ich Mozzarella-Käse, Peperoni und etwas geschnittenes Gemüse wie Paprika und Zwiebeln. Das klingt köstlich. Ich mag die Kombination von Aromen und Texturen. Es ist eine klassische Wahl, die niemals enttäuscht. Der geschmolzene Käse, die herzhaften Peperoni und die Frische des Gemüses passen gut zusammen. Ich stimme zu. Es ist eine ausgewogene und befriedigende Kombination. Hast du noch andere Lieblingstoppings? Manchmal ändere ich es gerne und füge ein paar Spinatblätter hinzu, um ein bisschen Grün und zusätzliche Nährstoffe zu erhalten. Das ist eine tolle Idee. Spinat verleiht der Pizza einen frischen und leicht erdigen Geschmack. Außerdem ist es eine gute Möglichkeit, etwas Gemüse in unsere Mahlzeit zu integrieren. Ich sorge dafür, dass sie knusprig und würzig sind. Das weiß ich zu schätzen. Es ist schön, eine Vielzahl von Toppings zur Auswahl zu haben, die unseren Vorlieben entsprechen. Absolut. Pizza ist ein vielseitiges Gericht, das es uns ermöglicht, kreativ zu werden und es nach unseren Wünschen anzupassen. Lass uns eine Pizza mit unseren Lieblingsbelägen bestellen und heute Abend ein sättigendes Essen genießen. Lektion 28: Optionen für Pizzakruste. Bevorzugen Sie die Art der Kruste, wenn es um Pizza geht? Persönlich mag ich eine dünne und knusprige Kruste. Es verleiht der Gesamttextur der Pizza eine schöne Knusprigkeit. Das ist eine gute Wahl. Pizzen mit dünner Kruste sind leicht und lassen die Aromen der Beläge zur Geltung kommen. Ich mag auch die Kaubbarkeit einer traditionellen, von Hand geworfenen Kruste. Es hat eine befriedigende Textur. Das stimmt. Handgeworfene Krusten können etwas dicker sein und für einen herzhafteren Biss sorgen. Eine weitere Option, die Sie in Betracht ziehen sollten, ist eine gefüllte Kruste. Es fügt eine zusätzliche Schicht Käse oder andere Füllungen hinzu, um ein genussvolleres Erlebnis zu erzielen. Gefüllte Krusten sind auf jeden Fall ein Genuss. Sie verleihen jedem Bissen ein Überraschungselement und zusätzliche Käsespezialität. Letztlich kommt es auf die persönlichen Vorlieben an. Manche Menschen mögen dicke, teigige Krusten, während andere glutenfreie Krusten oder Blumenkohlkrusten bevorzugen. Das ist das Schöne an Pizza. Es gibt so viele Krustenoptionen für unterschiedliche Geschmäcker und Ernährungsbedürfnisse. Wählen wir die Art der Kruste, die uns am meisten zusagt, und machen wir unser Pizzaerlebnis noch angenehmer. Einverstanden. Ob dünn und knusprig oder dick und zäh, Pizza ist immer ein Publikumsmagnet. Lektion 29: Geldwechsel. Ich werde bald in ein fremdes Land reisen und muss etwas Geld umtauschen. Wissen Sie, wo ich das machen kann? Kein Problem. An Flughäfen,
Banken und einigen Reisebüros gibt es Geldwechseldienste. Sie können Ihnen helfen, Ihr Geld umzuwandeln. Das ist gut zu wissen. Ich werde sicherstellen, dass ich eine zuverlässige Unterkunft mit wettbewerbsfähigen Preisen finde. Es ist auch eine gute Idee, die Wechselkurse im Voraus zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie ein faires Angebot erhalten. Das behalte ich im Hinterkopf. Soll ich auf Reisen Bargeld mitbringen oder meine Kreditkarte benutzen? Es ist immer eine gute Idee, etwas Bargeld für kleine Ausgaben oder Orte zur Verfügung zu haben, an denen Karten möglicherweise nicht akzeptiert werden. Das ergibt Sinn. Dann tausche ich etwas Bargeld um. Kann ich der Einfachheit halber auch kleinere Rechnungen bekommen? Sicher, kleinere Rechnungen können für Trinkgeld, öffentliche Verkehrsmittel oder kleine Einkäufe nützlich sein. Ich werde beim Währungsumtausch kleinere Stückelungen anfragen. Danke für den Rat. Lektion 30: Einen Service buchen. Ich muss einen Service buchen, der $30 pro Stunde kostet. Kann ich ein Zeitfenster im Voraus reservieren? Ja, Sie sollten in der Lage sein, ein Zeitfenster zu reservieren, indem Sie sich direkt an den Dienstanbieter wenden. Das ist gut zu wissen. Ich melde mich bei Ihnen und erkundige mich nach Ihrer Verfügbarkeit. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihnen die erforderlichen Details wie Datum und Dauer zur Verfügung stellen, die Sie benötigen. Ich gebe Ihnen alle Informationen, die Sie benötigen, damit Sie meiner Anfrage nachkommen können. Es ist immer eine gute Idee, im Voraus zu buchen, besonders wenn der Service sehr gefragt ist. Ich stimme zu. Ich möchte mir mein bevorzugtes Zeitfenster sichern, um Terminkonflikte zu vermeiden. Sobald Sie die Reservierung vorgenommen haben, wird sie die Buchung bestätigen und Ihnen bei Bedarf weitere Anweisungen geben. Ich werde Ihre Anweisungen befolgen und die notwendigen Vorkehrungen treffen. Danke für deine Hilfe. Du bist willkommen. Ich hoffe, dass bei Ihrer Buchung alles glatt läuft. Lektion 31: Klimagipfel. Was beschäftigt dich? Der Klimagipfel macht in letzter Zeit Schlagzeilen. Ja, es ist eine wichtige Veranstaltung, bei der die Staats- und Regierungschefs der Welt zusammenkommen, um das dringende Problem des Klimawandels anzugehen. Es ist inspirierend zu sehen, wie Länder kollektive Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen des Klimawandels zu mildern. Absolut. Der Gipfel bietet eine Plattform für Diskussionen über nachhaltige Lösungen und die Bedeutung des Umweltschutzes. Es ist ein globales Bestreben, eine nachhaltigere Zukunft für kommende Generationen zu schaffen. Der Gipfel sensibilisiert auch dafür, dass Menschen in ihrem täglichen Leben umweltfreundliche Entscheidungen treffen müssen. Jede kleine Aktion zählt, wenn es um den Schutz unseres Planeten geht. Wir alle können dazu beitragen, die CO2-Emissionen zu reduzieren und die natürlichen Ressourcen zu schonen. Exakt. Es ist wichtig, über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben und Initiativen zu unterstützen, die einen umweltfreundlicheren Lebensstil fördern. Der Klimagipfel erinnert daran, dass wir alle eine Rolle bei der Schaffung einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Welt spielen müssen. Lassen Sie uns engagiert bleiben und weiterhin Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels und zum Schutz unserer Umwelt unterstützen. Lektion 32: Planung von Outdoor-Aktivitäten. Das Wetter ist heute wunderschön. Wir sollten ein paar Outdoor-Aktivitäten planen. Das ist eine tolle Idee. Es ist immer erfrischend, Zeit draußen zu verbringen.
Wir sollten die Wettervorhersage überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den ganzen Tag über günstig bleibt. Gut überlegt. Es ist wichtig, auf Änderungen der Wetterbedingungen vorbereitet zu sein. Wir sollten auch überlegen, welche Art von Aktivität wir durchführen möchten und die notwendige Ausrüstung zusammenstellen. Ja, lassen Sie uns eine Liste der Artikel erstellen, die wir benötigen, wie Sonnencreme, Wasserflaschen und bequeme Schuhe. Es ist auch eine gute Idee, für alle Fälle ein paar Snacks und ein Erste-Hilfe-Set mitzubringen. Wir sollten einen geeigneten Ort für unser Outdoor-Abenteuer wählen, sei es ein Park, ein Strand oder ein Wanderweg. Absolut. Wenn wir den Standort im Voraus recherchieren, können wir die besten Orte zum Erkunden finden. Lassen Sie uns abschließend aus Sicherheitsgründen jemanden über unsere Pläne und die geschätzte Rückkehrzeit informieren. Tolles Argument. Es ist wichtig, dass wir unserer Sicherheit Priorität einräumen und jemanden über unseren Aufenthaltsort informieren. Wenn all diese Vorbereitungen getroffen sind, sind wir bereit, einen fantastischen Tag im Freien zu genießen. Ich freue mich darauf. Machen wir das Beste aus diesem schönen Wetter und haben wir eine unvergessliche Zeit. Lektion 33: Hotelausstattung. Das ist praktisch. Ich suche ein Hotel für meine bevorstehende Reise. Hat einer von Ihnen einen Pool? Ja, viele Hotels bieten Schwimmbäder als eine ihrer Annehmlichkeiten an, die die Gäste genießen können. Das ist fantastisch. Ich liebe Schwimmen. Kann ich ein Zimmer mit Blick auf den Pool anfragen? Absolut. Bei Ihrer Reservierung können Sie angeben, ob Sie ein Zimmer mit Blick auf den Pool bevorzugen. Das wäre toll. Ich genieße es, morgens mit einer schönen Aussicht aufzuwachen. Ich bin mir sicher, dass das Hotelpersonal sein Bestes tun wird, um Ihre Anfrage zu erfüllen, je nach Verfügbarkeit. Danke für die Information. Ich werde es auf jeden Fall erwähnen, wenn ich mein Zimmer buche. Du bist willkommen. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Aufenthalt und genießen Sie den Pool. Lektion 34: Zugang zum Fitnessstudio. Ich suche ein Hotel, das Zugang zu einem Fitnessstudio bietet. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Ja, viele Hotels verfügen über Fitnesseinrichtungen, die den Gästen zur Verfügung stehen. Das ist toll zu hören. Ich bleibe gerne aktiv, auch wenn ich auf Reisen bin. Der Zugang zu einem Fitnessstudio ermöglicht es Ihnen, Ihre Fitnessroutine auch unterwegs aufrechtzuerhalten. Auf jeden Fall. Es ist wichtig für mich, mit meinem Training Schritt zu halten. Bei der Reservierung können Sie sich nach den Fitnesseinrichtungen des Hotels und deren Öffnungszeiten erkundigen. Ich werde dafür sorgen, dass ich das mache. Es ist wichtig, dass ich Zugang zu einem gut ausgestatteten Fitnessstudio habe. Ich bin mir sicher, dass Sie ein Hotel finden werden, das Ihren Fitnessbedürfnissen entspricht. Genieße dein Training während deiner Reise. Lektion 35: Minimierung von Ablenkungen am Telefon. Ich denke darüber nach, Benachrichtigungen auf meinem Telefon auszuschalten. Das ist klug, oder? Absolut. Es kann Ihnen helfen, konzentriert zu bleiben und zu vermeiden, dass Sie durch ständige Benachrichtigungen abgelenkt werden. Ich werde oft abgelenkt, wenn mein Telefon ständig mit Warnmeldungen summt. Wenn Sie Benachrichtigungen deaktivieren, können Sie Ihre Aufgaben priorisieren und Ihre volle Aufmerksamkeit auf Ihre Arbeit richten. Das klingt nach einem guten Plan.
Ich möchte den ganzen Tag über präsenter und produktiver sein. Es ist eine einfache Anpassung, die einen großen Unterschied in Ihrer Fähigkeit machen kann, konzentriert und engagiert zu bleiben. Ich werde es ausprobieren und sehen, wie es sich positiv auf meinen Tagesablauf auswirkt. Das ist eine großartige Denkweise. Ich bin sicher, Sie werden die Vorteile der Minimierung von Ablenkungen am Telefon bemerken. Lektion 36: Leicht packen. Haben Sie Gepäck für unsere Reise aufgegeben? Nein, ich habe beschlossen, dieses Mal mit leichtem Gepäck zu reisen. Ich ziehe es vor, nur ein Handgepäck mitzunehmen. Das ist eine kluge Wahl. Das kann Zeit sparen und das Reiseerlebnis komfortabler machen. Wenn ich leicht packe, bin ich auch während meiner Reise flexibler und mobiler. Ich sollte auch erwägen, leichter einzupacken. Es ist einfacher, sich ohne sperriges Gepäck fortzubewegen. Absolut. Außerdem müssen Sie sich keine Gedanken über das Warten an der Gepäckausgabe oder die Möglichkeit machen, dass Ihr Gepäck verloren geht. Ich werde versuchen, mein Packen zu rationalisieren und nur das Nötigste mitzunehmen. Das ist ein guter Ansatz. Sie werden die Freiheit und Bequemlichkeit schätzen, mit weniger Gepäck zu reisen. Ich freue mich darauf, die Vorteile des Reisens mit leichtem Gepäck zu erleben. Lektion 37: Ruhiger Rückzugsort am See. Ich habe ein wunderschönes Hotel für unseren Teamretreat gefunden. Es liegt an einem See und bietet eine atemberaubende Aussicht. Das klingt fantastisch. Eine Lage am See würde eine friedliche und ruhige Atmosphäre für unseren Rückzugsort schaffen. Das Hotel bietet auch Outdoor-Aktivitäten wie Kajakfahren und Wandern an, die sich perfekt für Teambuilding-Übungen eignen. Von Natur umgeben zu sein, kann Kreativität anregen und für jeden eine erfrischende Abwechslung bieten. Absolut. Außerdem werden die atemberaubenden Aussichten sicherlich einen bleibenden Eindruck bei unseren Teammitgliedern hinterlassen. Es ist wichtig, ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen, das die Teambindung und Zusammenarbeit fördert. Ich stimme zu. Dieser Rückzugsort am See wird der ideale Ort für unser Team sein, um Kontakte zu knüpfen und gemeinsam zu wachsen. Ich freue mich auf die positiven Auswirkungen, die dies auf unsere Teamdynamik und Produktivität haben wird. Lektion 38: Das Regionalbüro einbeziehen. Sollten wir das Team unseres Regionalbüros mit einbeziehen, wenn wir die bevorstehende Konferenz planen? Ja, wir sollten sie auf jeden Fall einbeziehen. Ihre Anwesenheit wird zu einer vielfältigeren und inklusiveren Veranstaltung beitragen. Die Einbeziehung des Regionalbüros bietet auch die Möglichkeit zur teamübergreifenden Zusammenarbeit und zum Wissensaustausch. Es ist wichtig, ein Gefühl der Einheit zu fördern und die Beziehungen zwischen den verschiedenen Zweigen unserer Organisation zu stärken. Absolut. Die Konferenz wird eine Plattform für den Gedankenaustausch und den Aufbau eines starken Netzwerks sein. Durch die Einbindung des Regionalbüros können wir auf ihr Fachwissen zurückgreifen und ihre einzigartigen Perspektiven nutzen. Ich bin zuversichtlich, dass Ihre Teilnahme die Konferenz bereichern und allen Teilnehmern ein umfassenderes Erlebnis bieten wird. Ich freue mich auf die wertvollen Beiträge und Verbindungen, die mit dem Regionalteam geknüpft werden. Lektion 39: Verfügbarkeit am Wochenende. Bevorzugst du Samstag oder Sonntag für unser Teammeeting? Jeder Tag funktioniert für mich. Ich bin flexibel in Bezug auf meinen Zeitplan. Was ist mit dir?
Gibt es einen bestimmten Tag, der besser zu dir passt? Ich habe sowohl am Samstag als auch am Sonntag geöffnet. Wählen wir den Tag, der für die Mehrheit am besten funktioniert. Das klingt fair. Wir werden die Verfügbarkeit aller berücksichtigen und einen geeigneten Tag für die Teambesprechung finden. Es ist wichtig sicherzustellen, dass jeder an dem Meeting teilnehmen und aktiv daran teilnehmen kann. Absolut. Wir wollen die Produktivität und das Engagement unserer Teammitglieder maximieren. Lassen Sie uns die Vorlieben aller sammeln und den Tag auswählen, an dem die meisten Menschen Platz finden. Lektion 40. Vegetarische Option. Steht auf der Speisekarte für unsere Veranstaltung eine vegetarische Option? Ja, wir haben eine köstliche Gemüsepfanne, die unsere Caterer zubereiten können. Das ist toll zu hören. Es ist wichtig, allen Teilnehmern Ernährungsoptionen anzubieten. Absolut. Wir wollen inklusiv sein und auf unterschiedliche Ernährungsbedürfnisse und Vorlieben eingehen. Das Angebot einer vegetarischen Option stellt sicher, dass jeder das Essen ohne Einschränkungen genießen kann. Wir werden sicherstellen, dass alle Teilnehmer über die Verfügbarkeit der Gemüsepfanne informiert werden. Es ist wichtig, die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Gäste zu berücksichtigen und ein integratives Umfeld zu schaffen. Indem wir eine vegetarische Option anbieten, können wir einem breiteren Spektrum an diätetischen Anforderungen und Vorlieben gerecht werden. Lektion 41. Unser Zuhause personalisieren. Wie können wir unser Zuhause wirklich zu unserem eigenen machen? Eine Möglichkeit besteht darin, persönliche Details wie Familienfotos und aussagekräftige Kunstwerke einzubeziehen. Das Hinzufügen von Elementen, die einen sentimentalen Wert haben, kann ein Gefühl von Wärme und Komfort erzeugen. Wir können auch Möbel und Dekorationen wählen, die unseren persönlichen Stil und unsere Vorlieben widerspiegeln. Die individuelle Gestaltung unserer Wohnräume mit Unikaten kann dazu führen, dass sich unser Zuhause besonderer und persönlicher anfühlt. Es ist wichtig, ein Umfeld zu schaffen, das unseren individuellen Geschmäckern und Interessen entspricht. Die Personalisierung unseres Zuhauses ermöglicht es uns, unsere Identität auszudrücken und einen Raum zu schaffen, der widerspiegelt, wer wir sind. Indem wir unsere persönliche Note einfließen lassen, können wir unsere Häuser in Häuser verwandeln, die uns wirklich gehören. Lektion 42. Hobbys entdecken. Was ist dein Lieblingshobby? Ich liebe es, im Garten zu arbeiten und Gemüse anzubauen. Es ist unglaublich erfüllend, mein eigenes Essen anzubauen. Das klingt wunderbar. Gartenarbeit kann sowohl entspannend als auch lohnend sein. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden und die Schönheit der Pflanzen beim Wachsen zu erleben. Haben Sie Tipps für jemanden, der daran interessiert ist, einen Garten anzulegen? Fangen Sie klein an und wählen Sie Pflanzen, die für Ihr Klima und Ihren verfügbaren Platz geeignet sind. Das ist ein guter Rat. Es ist wichtig, die praktischen Aspekte zu berücksichtigen, bevor Sie eintauchen. Vergessen Sie auch nicht, Ihren Pflanzen die richtige Pflege und Aufmerksamkeit zu schenken, zum Beispiel regelmäßig zu gießen und zu düngen. Das behalte ich im Hinterkopf. Gärtnern scheint ein erfüllendes und unterhaltsames Hobby zu sein. Das ist es definitiv. Es ermöglicht dir, das Wachstum von Lebewesen zu fördern und mitzuerleben, was unglaublich befriedigend sein kann. Lektion 43. Mit einem schlechten Tag umgehen. Okay, mach dir keine Sorgen. Du hast einfach einen schlechten Tag.
Es fühlt sich überwältigend an, aber ich werde versuchen, positiv zu bleiben und mich durchzusetzen. Denken Sie daran, tief durchzuatmen und sich etwas um sich selbst zu kümmern. Ich mache eine kurze Pause und versuche, meinen Geist zu entspannen, bevor ich die Dinge wieder in Angriff nehme. Manchmal kann eine kleine Pause einen großen Unterschied darin machen, wie wir uns fühlen. Ich werde mich auch daran erinnern, dass morgen ein Neuanfang und eine Chance auf einen besseren Tag ist. Das ist der Geist. Haltet den Kopf hoch und wisst, dass bessere Zeiten bevorstehen. Danke für die Ermutigung. Es ist beruhigend, jemanden zu haben, der Verständnis hat. Wir alle haben herausfordernde Tage, aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass sie uns nicht definieren. Du hast recht. Ich werde mich auf das Gesamtbild konzentrieren und mich von diesem schlechten Tag nicht unterkriegen lassen. Du schaffst das, bleib widerstandsfähig und die Dinge werden bald besser werden. Lektion 44. Lebensmittel auswählen. Irgendwelche Tipps zur Auswahl von Lebensmitteln im Supermarkt? Überprüfen Sie das Verfallsdatum und stellen Sie sicher, dass es sich nicht dem Ende nähert. Das ist wichtig, um die Frische und Qualität des Produkts zu gewährleisten. Überprüfen Sie die Verpackung außerdem auf Anzeichen von Beschädigungen oder Manipulationen. Es ist wichtig, Artikel auszuwählen, die ordnungsgemäß versiegelt und in gutem Zustand sind. Ein weiterer Tipp ist, die Zutatenliste und die Nährwerte zu lesen. Wenn wir uns bewusst sind, was wir konsumieren, können wir gesündere Entscheidungen treffen. Vergleichen Sie abschließend die Preise und ziehen Sie Sonderangebote oder Rabatte in Betracht. Das ist eine clevere Methode, um beim Einkaufen von Lebensmitteln Geld zu sparen. Wenn wir diese Tipps befolgen, können wir fundierte Entscheidungen treffen und die besten Produkte für unsere Bedürfnisse auswählen. Lektion 45. Eine Reise planen. Großartig! Lass uns die Flüge und das Hotel buchen. Sollten wir der Bequemlichkeit halber ein Auto mieten? Wenn Sie ein Auto mieten, können Sie sich leichter fortbewegen und die Gegend erkunden. Das stimmt. Das gibt uns während unserer Reise mehr Flexibilität. Wir sollten auch die Kosten und die Verfügbarkeit von Parkplätzen in unseren Unterkünften berücksichtigen. Guter Punkt. Wir wollen nicht mit hohen Parkgebühren oder begrenzten Parkplätzen belastet werden. Darüber hinaus können wir die öffentlichen Verkehrsmittel in der Destination recherchieren. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel kann eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative sein. Es lohnt sich auch zu überprüfen, ob lokale Transportpässe oder Ermäßigungen verfügbar sind. Das ist eine kluge Idee. Das kann uns helfen, Geld für Transportkosten zu sparen. Lassen Sie uns insgesamt die Vor- und Nachteile abwägen und entscheiden, welche Option für unsere Reise am besten geeignet ist. Lektion 46. Pläne für das Mittagessen erstellen. Hallo, Peter. Hier ist John. Ich rufe an, um zu sehen, ob du morgen zu Mittag essen möchtest. Es ist schön, mit Freunden Kontakt aufzunehmen und Pläne zu schmieden. Absolut. Es ist wichtig, unsere Beziehungen zu pflegen und eine gute Zeit miteinander zu verbringen. Erwägen Sie, ein gemütliches Restaurant mit einem angenehmen Ambiente für ein entspanntes Mittagessen zu wählen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Eine komfortable Umgebung kann das kulinarische Erlebnis verbessern. Es ist auch ratsam, zu überprüfen, ob Peter irgendwelche diätetischen Vorlieben oder Einschränkungen hat.
Die Berücksichtigung seiner Präferenzen zeigt, dass wir seine Bedürfnisse und Entscheidungen schätzen. Und vergiss nicht, Zeit und Ort des Mittagessens zu bestätigen. Ja, eine klare Kommunikation stellt sicher, dass alle auf derselben Wellenlänge sind. Ich bin sicher, Peter wird die Einladung zu schätzen wissen. Es ist immer schön, sich beim Essen zu unterhalten. In der Tat. Ich freue mich darauf, Zeit mit ihm zu verbringen und gutes Essen zu genießen. Guten Lektion Morgen. 47. Ja, Einen ich bin neuen neu. Kollegen begrüßen. Ich heiße Emily. Ich bin erst letzte Woche in die Firma eingetreten. Willkommen, Emily. Schön, dass du Teil unseres Teams bist. Wir freuen uns, Sie an Bord zu haben. Können wir etwas tun, um Ihnen bei der Eingewöhnung zu helfen? Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, können Sie diese gerne stellen. Wir sind hier, um Sie zu unterstützen. Danke euch beiden für den herzlichen Empfang. Ich freue mich, hier zu sein und zum Team beizutragen. Wir freuen uns, dass du hier bist, Emily. Ich bin sicher, du wirst in deiner Rolle großartig abschneiden. Zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden, wenn Sie Hilfe benötigen oder wenn Sie etwas über das Unternehmen wissen möchten. Und denken Sie daran, wir sind alle hier, um uns gegenseitig zu helfen, zu wachsen und erfolgreich zu sein. Sie sind Teil eines unterstützenden und kollaborativen Arbeitsumfelds. Nochmals willkommen, Emily. Lektion 48. Einen Besucher begrüßen. Ich komme aus Brasilien. Ich bin gestern hier angekommen. Willkommen in unserer Stadt. Ist das dein erster Besuch? Danke für den herzlichen Empfang, John. Ja, das ist mein erster Besuch in deiner Stadt. Ich hoffe, Sie genießen Ihren Aufenthalt und haben eine tolle Erfahrung beim Erkunden der Sehenswürdigkeiten unserer Stadt. Ich freue mich darauf, mehr über die lokale Kultur zu erfahren und die Sehenswürdigkeiten zu sehen. Wenn Sie Empfehlungen oder Anweisungen benötigen, können Sie gerne nachfragen. Ich bin hier, um zu helfen. Das ist sehr nett von dir, John. Ich schätze deine Hilfsbereitschaft. Es ist mir ein Vergnügen. Ich möchte sicherstellen, dass Sie einen unvergesslichen und angenehmen Besuch haben. Nochmals vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Ich freue mich darauf, die Schönheit Ihrer Stadt zu entdecken. Du bist herzlich willkommen, Anna. Viel Spaß beim Erkunden der Wunder unserer Stadt. Lektion 49. Musikalisch Darbietungen teilen. Hauptsächlich zum Spaß, aber ich bin bei einigen lokalen Veranstaltungen aufgetreten. Das ist beeindruckend. Es ist toll, ein kreatives Medium wie Musik zu haben. Es ist ein Hobby, dem ich seit Jahren nachgehe. Musik bringt Freude in mein Leben. Ich kann mir vorstellen, wie erfüllend es sein muss, sein Talent mit anderen zu teilen. Absolut. Es ist ein unglaubliches Gefühl, durch Musik mit einem Publikum in Kontakt zu treten. Hast du jemals darüber nachgedacht, deine eigenen Songs aufzunehmen oder ein Album zu erstellen? Es ist mir in den Sinn gekommen, aber ich habe es noch nicht eingehend erforscht. Es könnte eine wunderbare Gelegenheit sein, ihre Originalkompositionen zu präsentieren. Du hast recht. Ich sollte es mir ansehen und sehen, wohin es mich führt. Ich bin sicher, deine Freunde und Familie würden gerne eine Kopie deiner Musik haben. Das ist eine tolle Idee. Das werde ich bei meiner musikalischen Reise berücksichtigen. Lektion 50. Aus vielen Optionen wählen.
Ja, aber es gibt so viele Möglichkeiten. Ich bin überwältigt. Es ist verständlich. Manchmal kann es schwierig sein, zu viele Auswahlmöglichkeiten zu haben. Ich möchte die beste Entscheidung treffen, bin mir aber nicht sicher, welche Option für mich die richtige ist. Nehmen Sie sich Zeit und überlegen Sie, was für Sie am wichtigsten ist. Priorisieren Sie Ihre Bedürfnisse und Präferenzen. Ich werde versuchen, die Optionen basierend auf meinen Prioritäten und dem, was mit meinen Zielen übereinstimmt, einzugrenzen. Es könnte hilfreich sein, einige Nachforschungen anzustellen und Informationen zu den einzelnen Optionen zu sammeln. Das ist ein guter Vorschlag. Gut informiert zu sein, kann den Entscheidungsprozess erleichtern. Zögern Sie auch nicht, sich von vertrauenswürdigen Freunden oder Fachleuten beraten zu lassen, die Erfahrung in dieser Angelegenheit haben. Du hast recht. Ihre Erkenntnisse und Perspektiven können wertvolle Hinweise geben. Denken Sie daran, es gibt keine Eile. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie benötigen, um eine durchdachte und fundierte Entscheidung zu treffen. Danke für deine Unterstützung und deinen Rat, Anna. Ich werde den Entscheidungsprozess mit einer klareren Denkweise angehen.